Kann man eine fette Abfindung steuerfrei oder steuergünstig vereinnahmen, indem man ins Ausland umzieht? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Wenn auch dir eine größere Abfindung zusteht, dann träumst du vielleicht davon, ins steuergünstige Ausland umzuziehen, sagen wir mal nach Dubai oder nach Monaco, und dann diese Abfindung hier komplett steuerfrei zu bekommen. Möglicherweise Hunderttausende Euro, möglicherweise sogar Millionen Euro, und das komplett steuerfrei. Wäre das nicht ein echter Traum? Nun, viele wünschen sich das, aber die Realität sieht natürlich oft anders aus. Tatsächlich ist die Sache komplexer, als man denkt. Wer sich etwas mit Steuern auskennt, der weiß, dass es ja vielfach sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Deutschland zum Beispiel hat fast 100 solcher Abkommen mit anderen Ländern abgeschlossen. Und in diesen Abkommen ist dann definiert, wer eigentlich das Besteuerungsrecht auf verschiedene Einnahmen hat. Wir haben ja hier schon vielfach zum Beispiel über DBAs gesprochen im Kontext der Erbschaftssteuer oder auch Besteuerung von Dividenden etc. pp. Nehmen wir nun aber einmal hier den Fall der Abfindung. Hier ist letztlich der Artikel 15 des Musterabkommens der OECD ausschlaggebend. Und dort sieht man in der Tat, dass Abfindungen im Wohnsitzland versteuert werden. Das gibt dir nun vielleicht Hoffnung. Nun denkst du vielleicht, nun ja, wenn ich nun also in ein steuergünstiges Land umziehe, dann kann ich ja vielleicht diese Abfindung steuerfrei bekommen. Aber leider hast du hier die Rechnung ohne den Wert gemacht. Das große Problem in der deutschen Sprache ist, dass wir mit dem Wort Abfindung so alle möglichen Dinge meinen, dass das eigentlich recht unpräzise ist. Abfindung im Deutschen könnte ja zum Beispiel sein, ein zusätzliches Entgelt für eine langjährige Tätigkeit bei einem Unternehmen. Man wird gekündigt oder man erklärt sich freiwillig bereit zu gehen, und dann bekommt man eben hier in Angesicht seiner Loyalität und seiner guten Arbeit für die letzten Jahre und Jahrzehnte eine solche Abfindung. Ein anderes Szenario ist, dass man in den Vorruhestand geht. Auch dann spricht man im Deutschen von einer Abfindung, obwohl es sich dann eigentlich tatsächlich eher um sogenannte Ruhestandsbezüge handelt. Also nicht nur um ein zusätzliches Gehalt für eine in der Vergangenheit geleistete Tätigkeit. Und der letzte Fall ist jener, wo man hier eine Abfindung bekommt, weil man hier eine sogenannte Karenzzeit absitzt, also ein Konkurrenzverbot hat, sich bereit erklärt, zum Beispiel 2 Jahre lang nicht für die Konkurrenz zu arbeiten und dafür dann eben einen gewissen Betrag des ehemaligen Arbeitgebers bekommt. Alles drei wird im Deutschen als Abfindung bezeichnet. Steuerlich verbergen sich aber hier tatsächlich 3 völlig unterschiedliche Sachverhalte. Nehmen wir also zunächst mal den ersten Fall. Du hast jetzt viele Jahre lang Nehmen wir mal an, du hast jetzt jahrelang hier für ein deutsches Unternehmen gearbeitet, jetzt muss hier restrukturiert werden und du erklärst dich bereit zu gehen. Wie alt du bist, völlig egal. Wie gesagt, es geht hier nicht um das Thema Vorruhestand. Vielleicht bist du auch erst 45. So, jetzt könntest du ja meinen, du gehst ins Ausland, ins steuergünstige Ausland, bekommst dort eine Abfindung und du berufst dich auf den DBA-Artikel im generellen Musterabkommen der OECD und gemäß Artikel 15 wäre dann diese Abfindung steuerfrei. Aber das ist in diesem Fall eben nicht so, denn der deutsche Staat sagt, egal was in dem Abkommen steht, egal was das Doppelbesteuerungsabkommen sagt, diese Abfindung ist ein Entgelt für in der Vergangenheit geleistete Tätigkeiten, ein zusätzliches Entgelt, damit hier ganz klar Steuerpflicht in Deutschland. Also wenn das auf dich zutrifft, dann hast du in der Regel in fast 100% der Fälle keine Chance hier steuerlich irgendwas zu machen, egal wohin du ziehst. Du wirst immer diese Art der Abfindung in Deutschland voll versteuern müssen. Aber hier bezüglich diesen ersten Falles gibt es natürlich einen Sonderfall. Möglicherweise hast du ja für den Arbeitgeber im Ausland gearbeitet. Möglicherweise warst du ja den Großteil deiner Betriebszugehörigkeit im Ausland. Und dann kann ich natürlich nicht mehr als deutscher Staat so einfach argumentieren, dass dann diese Abfindung in Deutschland besteuert werden muss, denn die Tätigkeit hat ja zunächst mal gar nicht in Deutschland stattgefunden. Du warst ja, wenn du damals ein Gehalt bekommen hast als Expat, auch für dieses Gehalt gar nicht in Deutschland steuerpflichtig, sondern in dem Land, in welches du entsandt worden warst.
dann hast du hier möglicherweise tatsächlich eine Chance, diese Abfindung steuerfrei zu bekommen. Hier gibt es natürlich einige Fallstricke. Zum einen mal natürlich kommt es auf die Dienstdauer an. Wenn du jetzt 15 Jahre bei dem Unternehmen warst, davon warst du 10 Jahre im Ausland und du bekommst nun eine Abfindung, dann wäre es möglicherweise so, dass nur 2/3 der Abfindung nicht in Deutschland steuerpflichtig wären. Dann müsste man anschauen, in welchen Ländern du dich eben aufgehalten hast, in welche Länder du entsandt worden bist. Möglicherweise haben die dann einen Anspruch, dass dort entsprechend dann die Abfindung teilweise versteuert wird. Also, du siehst, das ist schon trickreich, aber wenn du tatsächlich nicht in Deutschland warst, für einen Großteil deiner Dienstzeit, dann kann es sich lohnen, hier etwas näher nachzuforschen, um möglicherweise zu prüfen, ob du die Abfindung steuergünstig oder möglicherweise sogar steuerfrei vereinnahmen kannst. Kommen wir nun zum zweiten Fall. Kommen wir nun also zum Thema Vorruhestand. Wir reden dann von sogenannten Ruhestandsgehältern und das internationale Steuerrecht ist hier klar. Vorruhestandsgehälter fallen unter den Artikel 18 der Doppelbesteuerungsabkommen, also nicht den Artikel 15, den ich gerade eben genannt hatte. Es spielt hier also keine Rolle, ob es sich um eine Rente handelt oder um Vorruhestandsbezüge. Eben auch wir verwenden den Begriff Abfindung, aber in Wirklichkeit wäre es besser, hier von Ruhestandsbezügen zu sprechen. So, hier sieht es jetzt tatsächlich für dich schon viel besser aus. Jedenfalls, wenn du diese Abfindung nicht als Einmalzahlung bekommst, sondern zum Beispiel monatlich. Dann haben diese Zahlungen nämlich den sogenannten Vorsorgecharakter und damit erfüllen sie dann tatsächlich aus deutscher Sicht die Anforderungen an solche Ruhestandsbezüge. Damit werden sie also vielfach nicht in Deutschland steuerpflichtig, sondern im Wohnsitzstaat. Wenn du nun in einem Wohnsitzstaat lebst, der hier besonders steuergünstig ist, dann könntest du möglicherweise hier eine solche Abfindung, solche Ruhestandsbezüge steuergünstig oder fast steuerfrei bekommen. Allerdings muss man auch hier aufpassen. Es gibt ja tatsächlich auch hier sogenannte Rückfallklauseln in den DBAs. Das heißt, wenn der Wohnsitzstaat aus irgendeinem Grund diese Bezüge nicht besteuert, fällt das Besteuerungsrecht möglicherweise wieder auf Deutschland zurück. Im Fall von Renten gibt es aber nur 3 DBAs, die eine solche Rückfallklausel haben, nämlich Sri Lanka, Südafrika und Portugal. Zum Falle Portugals übrigens gab es ja vor kurzem ein interessantes Gerichtsurteil genau zu dieser Frage, dass jemand dort steuerfrei die Rente nach Portugal ausbezahlt bekommen hat. Kannst du mal online danach suchen, da wurde genau dieser Fall in der Praxis bewiesen. Aber tatsächlich gibt es natürlich viele Länder, wo solche ausländischen Renten hier steuerlich positiv behandelt werden. Zypern wäre ein Beispiel, Malta wäre ein Beispiel, Thailand wäre ein Beispiel, Costa Rica wäre ein Beispiel. Also da gibt es verschiedene Länder, die hier tatsächlich in Frage kommen würden. Kommen wir nun zum dritten Fall. Hier geht es also um eine sogenannte Karenzzeit. Das heißt also, du nimmst eine Auszeit, du arbeitest nicht mehr in deiner Branche, du wirst nicht für einen Konkurrenten tätig werden, du musst also hier mit einem Verdienstausfall rechnen. Daher zahlte der ehemalige Arbeitgeber deine Bezüge noch weiter, ein sogenanntes Konkurrenzverbot und du kannst zu Hause liegen und die Füße hochlegen. Hier geht es also um die Zukunft und nicht um die Vergangenheit. Daher hat Deutschland dann auf solche Bezüge auch kein Besteuerungsrecht. Auch hier musst du dir wieder ein steuerlich günstiges Land aussuchen, damit das Ganze funktioniert. Auch hier muss man eben tief in die DBAs, in die Doppelbesteuerungsabkommen hineinsehen, damit man hier das richtige Land auswählt. Und man muss natürlich dann auch dort wirklich leben, denn letztlich kann man das DBA, das Doppelbesteuerungsabkommen, ja nur nutzen, wenn man wirklich in einem Land steueransässig ist. Ansonsten zieht das DBA nicht. So, und damit sind wir auch am Ende. Und hier noch ein wichtiger Punkt natürlich zu sagen. Ich hatte ja anfangs zum Beispiel Dubai und Monaco erwähnt als mögliche Nullsteuer-Wohnsitzstaaten. Nun, das würde so eigentlich nicht funktionieren. Denn wie gesagt, es ist wichtig, dass es sich um einen Abkommenstaat handelt. Deutschland muss ein Doppelbesteuerungsabkommen haben mit diesem Land. Ansonsten werden solche Bezüge immer in Deutschland unglücklicherweise steuerpflichtig sein. Daher such dir eins dieser Abkommensländer aus, dieser fast 100 Länder, die es gibt. Such dir eins aus, was dort besonders steuergünstig ist. Ich würde dir raten, wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, dann würde ich dir raten, mit der Rechtsabteilung und der Personalabteilung zu sprechen. Dort ist man solche Situationen gewöhnt. Da bekommst du dann sozusagen kostenlose Steuerberatung. Das wäre sicher die erste Anlaufstelle. Und du wirst feststellen, dass in vielen Unternehmen dieses Vorgehen absolut normal ist. Die Personalabteilung geht damit sehr routiniert um
und wissen schon von anderen Fällen natürlich, wie das Ganze hier genau zu handhaben ist. Wenn du hier ein bisschen Inspiration brauchst, wie man sowas gestalten kann und auch um welche Länder es gehen könnte, welche Länder ja attraktiv für dich sein könnten in einem solchen Szenario, dann freue ich mich natürlich, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Umzug ins Ausland, Steueroptimierung, Vermögensschutz, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.